Einen wunderschönen guten Abend, sehr geehrte Sim-Racing-Community da draußen an die Welt, und ein ganz besonderer Gruß heute an Argentinien. Warum dieses? Heute dreht sich alles um die Super TC 2000, das südamerikanische Pendant zu unserer europäischen WTCR. Sehr, sehr seriennahe Fahrzeuge. Enger Fahrkontakt ist hier erwünscht und wird hier auch täglich ausgelebt. Lasst uns doch mal die Mod was genauer anschauen. Wir haben hier in dieser Mod 5 erhältliche Fahrzeuge. Zum einen haben wir da den Chevrolet Cruze, dann den Honda Civic, den Renault Fluence und den Fiat Cronos. Und ins Leben gerufen wurde dieses E-Sports-Projekt in Argentinien von Autodromo Virtual, dem Besitzer Gabriele Zuccoli. Das ist auch gleichzeitig der E-Sports-Manager von diesem Spektakel in Argentinien. Dann haben wir noch namhafte Partner wie YPF, Logitech, Pirelli, Cockpit Simulatores, TY Sports und BGH. Und für die Entwicklung dieser Mod ist VRC Virtual Racing Cars verantwortlich. Und aufgrund dessen, dass solche starken Partner dahinter stehen und VRC dadurch vollen Zugriff auf die STC 2000, sprich auf die Renningenieure, Fahrer für detaillierte Real-Life-Physics hat, bin ich ganz klar der Meinung, dass das, was hier geboten wird in dieser Mod in R-Factor 2, das Maß aller Dinge ist, was frontangetriebene Motorsportfahrzeuge angeht. Denn hier fühlst du im Fahrverhalten ganz klar das Chassisflex, wenn du zu schnell in die Kurven fährst und versuchst einzulenken, wie sich das Fahrzeug gegen dein Einlenken wehrt und auch dabei noch richtig untersteuert. Das kriegst du alles absolut detailliert mit in den Fahrzeugen. Allerdings, wie gesagt, es handelt sich um eine E-Sports-Mod und deshalb haben alle Fahrzeuge dieselbe Physik. Ich gehe mal davon aus, dass es sich dabei um den Renault Fluence handelt, aber das tut dem nichts zur Sache. Denn es ist wirklich sehr, sehr, sehr detailliert, was hier auf die Beine gestellt wurde. Auch wenn ich selbst nie in so einem Wagen gesessen habe. Also mein Gefühl, mein Bauchgefühl und mein Verstand sagen mir, momentan geht es nicht näher ran wie das hier. Das zeigt zum einen mal wieder ganz klar das Potenzial, was in R-Factor 2 steckt. Zum anderen, wenn du große Partner, wie die ich eben genannt habe, hinter so einem Projekt stehen hast und dann noch so ein Modding-Team wie VRC mit der entsprechenden Expertise, die dann sowas umsetzen, dann kommt sowas wie der Super TC E-Sports Tournament raus. Allerdings ist das für uns Europäer leider nicht sehr leicht zu erreichen. Zum einen sind die Webseiten, wo man diese Mod erhalten kann, komplett auf Spanisch. Ihr müsstet euch die kompletten Texte kopieren, dann mit einem Übersetzer, wenn ihr dem Spanischen nicht mächtig seid, übersetzen halt. Dann braucht ihr noch eine Kreditkarte und ihr müsst sämtliche Passportnummern eingeben. Dies hat den Grund, um sich bei dem Turnier halt zu registrieren, um dort dann auch mitzumachen. Ich hatte jetzt schon des Öfteren Kontakt mit dem Gabriel Zuccoli. Ich grüße dich, Gabriel.
Ich hoffe, du findest bald die Zeit, mit mir das Interview auf die Beine zu stellen. Ja, ich hatte ihn des Öfteren schon mal gefragt, ob es nicht in der Zukunft möglich ist, das auch mal über PayPal anzubieten und auch mal eine käuflich erwerbliche Mod außerhalb dieses E-Sports-Tournaments auf die Beine zu stellen. Wäre natürlich toll. Ich hoffe, wie gesagt, dass der Gabriel bald Zeit findet für ein Interview mit mir. Da habe ich schon sämtliche Fragen aufgestellt. Und ja, wenn ihr interessiert seid an dieser Mod, wird es halt erstmal nur auf diesem Wege gehen. Aber eins sage ich euch, es lohnt sich definitiv. Es lohnt sich absolut. Wenn man Freund ist von frontangetriebenen Fahrzeugen, dann ist das hier wirklich das Maß aller Dinge. Absolut. Momentan gibt es meiner Meinung nach nichts Detaillierteres. Da kommt jetzt als Nummer 2 dann halt Race Room mit ihrem WTCR-Projekt. Aber hier, das ist momentan einfach nicht zu toppen. Und das Sahnehäubchen wäre jetzt halt einfach noch, wenn alle Fahrzeuge mit ihren individuellen Fahrverhalten daherkommen würden und wir Europäer oder auch die Amerikaner oder auf jedem Kontinent das käuflich leichter zu erwerben wäre. Das wäre natürlich toll. Denn es ist wirklich sehr, sehr schade, dass so eine Weltklasse-Mod nur so schwer zu erreichen ist. Aber gut, die Zukunft wird es zeigen, wenn die Nachfrage dementsprechend groß genug sein wird, wenn die Resonanz hier mit diesem Video groß genug sein wird, was ich hoffe, zum einen für mich selbst, ist klar, zum anderen aber auch für diese absolut geniale Mod. Vielleicht wird sich da in Zukunft was tun und die Partner dahinter sich überlegen, ob wir das nicht doch mal auch außerhalb Argentiniens anbieten sollten. Ja, ich selbst bin begeistert. Wie gesagt, es erinnert mich an die guten alten Tage unserer DTM hier in den glorreichen 90er Jahren. Wenn ihr euch mal Videos auf YouTube über die Super TC 2000 anschaut, da seht ihr, dass es Lackabtausch und enger Kontakt hier an der Tagesordnung sind. Dann die halt noch etwas emotionaleren Argentinier wie wir. Das tut ihr Übriges, also da steckt richtig Feuer in dieser Liga und es macht richtig Spaß, den Jungs dabei zuzugucken. Vielleicht wird der Gabriel auch uns mal einen Real-Life-Fahrer aus dieser Liga zur Verfügung stellen, mit dem wir auch ein Interview führen können, denn er hat da sehr engen Kontakt zu der Liga. Und ja, das wird auch ein bisschen an eurer Resonanz liegen, wie sehr ihr jetzt davon begeistert seid, wie sehr viel ihr jetzt davon sehen oder beziehungsweise auch hören möchtet. Ja, ich bin hier gerade in Imola mit den Chevrolet Cruze unterwegs. Hat megamäßig Bock gemacht. Obwohl man sich allerdings erstmal an dieses Fahrverhalten gewöhnen muss. Denn von alleine bremsen tut dieses Teil überhaupt nicht. Oder diese Teile überhaupt nicht. Da muss man sich erstmal absolut dran gewöhnen. Dann auch die Fahrtechniken, was das Einlenken in die Kurven angeht. Du musst da kurz vom Gaspedal lupfen. Dann am besten die Vorspannung so weit wie niedrig runterstellen, dass das Fahrzeug von alleine so viel wie möglich mit einlenkt. Ein härterer Stabi. Hintere härtere Federn, die hintere Nachspur mehr auf negativ einstellen, dass das Fahrzeug mehr einlenkt und dass das tote Heck an diesem Frontantriebler ein wenig mehr zum Leben erweckt wird. Ja, das war's von meiner Seite aus erstmal. Ich hoffe, das Video und die kurzen Infos diesbezüglich haben euch zugesagt. Wenn dem so ist, vergesst nicht, meinen Kanal zu liken, zu abonnieren, empfehlt mich weiter. Und ich hoffe, wir hören in den nächsten Tagen voneinander, wenn ich mit dem Gabriel Zuccoli das Interview auf die Beine gestellt habe. Bis dann, bye bye.